Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, euch heute eine Marke und ihre Düfte vorstellen zu dürfen, die wir ganz neu bei uns im Sortiment haben und die nur darauf warten, von euch probiert zu werden. Und zwar geht es um die Marke L'Atelier Parfum. Die Marke kommt aus Frankreich und die Düfte werden in Grasse hergestellt. Und die Philosophie der Marke ist wirklich sehr einzigartige Düfte herzustellen, voller Kreativität, voller Emotion, weil die Gründer der Marke einfach sagen, naja, Düfte sind da, um einfach auszudrücken, wer wir sind oder auch wer wir sein wollen. Und so einzigartig sollten auch die Parfums sein. Das heißt, es werden vor allem eben Parfums hergestellt, die es so in der Art und Weise, wie sie riechen, einfach noch nicht gibt. Und ich möchte gemeinsam mit euch einfach mal schauen, ob das denn stimmt. Vielleicht an der Stelle noch eine Besonderheit. Die Marke ist zu 100% vegan und sie schreibt sich auch auf die Fahne, eben auf Zusatzstoffe zu verzichten, was man ja häufig auch in Düften findet. Insofern, den Ansatz finde ich auf jeden Fall schon mal spannend und ich bin gespannt, wie die Düfte riechen. Die Marke hat aktuell 2 Kollektionen auf dem Markt und ich habe euch jeweils 3 Düfte aus den Kollektionen mit dabei. Die Kollektionen heißen Opus oder Opus 1 und 2. Und in der ersten Kollektion, Opus 1, geht es vor allem um Spaß, um Kreativität und eben auch um so eine gewisse Leichtigkeit. Und diese Kollektion heißt Le Jardin Secret, also der geheimnisvolle Garten. Und die Düfte sind ganz, ganz toll in unterschiedliche Stimmungswelten eingeteilt. Da schauen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Der erste Duft, den ich dabei habe, ist der Coeur de Pétales und das heißt Herz aus Blütenblättern. Und ich finde, der Name passt perfekt zu diesem Duft. Bevor wir aber in den Duft an sich einsteigen, lasst mich mal noch ein paar Worte zu dem Flakon-Design sagen. So sehen die Flakons von vorne aus. Ich dachte im ersten Step, irgendwie vielleicht so ein bisschen langweilig, aber da lohnt es sich auf jeden Fall ein zweites Mal hinzuschauen. Wir haben hier oben in der Kappe Holz verarbeitet, was echt so eine schöne Textur auch mit hingibt. Das ist auch bei allen Düften tatsächlich gleich. Und was ich auf den zweiten Blick gesehen habe, ist, wenn man den Flakon umdreht, dann sieht man hier auf der Rückseite immer, hier jetzt mal so in Aquarellfarben gehalten, ein Moodbild, sage ich jetzt mal, zu jedem der Düfte mit dazu, zumindest aus der ersten Kollektion. Und hier in dem Fall, bei dem Duft, ist es ja eher so in rosa gehalten. Und ich finde, es passt perfekt zu diesem Duft. Der Duft sprüht für mich wirklich vor Lebensfreude, vor Leichtigkeit und diese rosa Farbe, die findet sich auf jeden Fall auch in den Bestandteilen, die in dem Duft drin sind, wieder. Ich würde vorschlagen, wir schnuppern jetzt mal gemeinsam an dem allerersten Duft. Ups. Ja, wir haben hier im ersten Riechen eine kleine zitrische Note wieder mit drin, mit der Bergamotte. Wir haben hier aber auch eine ganz schöne Litschi-Note mit drin, die da am Anfang schon mit rauskommt und die eben dieser kleinen zitrischen Note schon von Anfang an so eine kleine Süße auch mit reingibt. Der Duft entwickelt sich mit der Zeit aber definitiv zu einem floralen Bouquet. Da ist Rose mit drin, da ist Lilie mit drin. Das heißt, das ist auf jeden Fall wirklich ein absoluter Blumenduft. Ja, schön süß, schön blumig. Also das ist für mich wirklich ein sehr, sehr femininer Duft. Allgemein die Marke sagt, dass ihre Düfte allgemein unisex sind. Das sind wirklich viele dabei, die sind für mich absolut unisex tauglich. Dieser Duft ist aber für mich wirklich feminin durch und durch. Neben der Litschi-Note am Anfang haben wir auch eine kleine, schöne Mandarine mit drin, aus der natürlich auch so eine kleine Süße nochmal mit reinkommt. Was aber wirklich besonders an diesem Duft ist, ist die schöne Pfeffernote. Wir haben hier was leicht Prickelndes in der Nase, obwohl wir auf der einen Seite eben dieses Flower Power pur haben, dieses Süße, dieses sehr Feminine. Da kommt einfach so eine schöne pfeffrige Note mit rein, die den Duft einfach nochmal sehr besonders macht. So einen kleinen Twist mit reingibt, so eine kleine Schärfe mit reingibt und das macht den Duft wirklich sehr interessant, finde ich. Allgemein muss ich bei dem Duft wirklich an einen schönen Frühlingstag oder auch Sommertag denken. Der passt für mich perfekt in die schöne warme Jahreszeit mit rein. Da kommen mir Bilder von langen fließenden Kleidern irgendwie in den Kopf, ein schöner lauer Wind geht und ja, das ist wirklich ein toller Duft, um sich jetzt auf den Frühling auf jeden Fall vorzubereiten. Der hat aber auch so eine kleine Frechheit mit drin. Ja, der hat einfach diesen Twist durch den Pfeffer nochmal mit drin. Das ist so
ein bisschen frech, aber trotzdem sehr feminin, ein bisschen sexy und wirklich toll zu tragen. Ist ein Duft, der ist wirklich einfach zu tragen, ist auch ein Duft, der passt für mich überall hin. Also egal zu welchem Anlass, auch von der Uhrzeit her, total egal. Also ist für mich nicht an einen Anlass gebunden, sondern echt einfach zu tragen und einfach schön feminin, bisschen sexy, bisschen frech, verspielt. Wirklich ein toller Duft. Der nächste Duft der Marke, der stellt mich vor eine kleine Herausforderung, schon allein was die Aussprache angeht. Ich bin jetzt keine Französin-Expertin, aber der heißt Douce Insomnie, hoffentlich richtig ausgesprochen. Er heißt aber übersetzt süße Schlaflosigkeit. Und auch hier ist der Name Programm, denn es steht eine ganz besondere Duftnote wirklich im Fokus. Und das ist der Kaffee bzw. der Cappuccino. Dazu aber gleich mehr. Auch hier haben wir wieder einen sehr, sehr schlicht gehaltenen Flakon. Ich zeige euch mal kurz die Rückseite, denn wir haben ja gelernt, dass da die Bildwelt immer aufgemacht wird und hier in einem schönen Rot. Der Duft geht wirklich in eine komplett andere Richtung als den wir gerade gemeinsam gerochen haben, ist für sich aber auf jeden Fall auch einzigartig. Und ich würde sagen, wir schnuppern einfach mal gemeinsam auch an diesem Duft. Ja, von Anfang an kommt schon die Kaffeenote nochmal mit raus. Für mich ist es aber so ein leicht, ja, Kaffee-cremiger Geruch. Deswegen finde ich, dass Cappuccino so als Bild ganz gut passt. Diese Kombination aus Kaffee und aus Milch eben, das gibt so eine leichte Cremigkeit mit rein. Ich muss auch sagen, die Kaffeenote bleibt tatsächlich auch im Duftverlauf immer erhalten. Oft ist es ja so, dass die Noten am Anfang wirklich sehr schnell nachlassen und man die gar nicht mehr rausriecht. Bei dem Duft finde ich, ist es nicht der Fall, sondern Kaffee steht wirklich auch im Duftverlauf für mich schon irgendwo auch im Fokus mit drin. Wird halt einfach im Duftverlauf durch andere Noten nochmal ergänzt. Wenn der Duft eine Weile auf dem Streifen oder auch auf der Haut ist, dann haben wir auch eine schöne Blume, die rauskommt, hier vor allem die Jasmin. Die ergänzt den Kaffee wirklich toll, gibt natürlich auch eine Süße nochmal mit rein. Es ist wirklich eine interessante Kombination und ich würde sagen, es ist auch nicht so ein Gourmand-Duft, so ein klassischer, auf keinen Fall, weil oft denkt man ja, jetzt haben wir Kaffee drin oder auch andere essbare Duftnoten. Ich finde, dadurch, dass hier halt die Blume auch im Fokus steht, ist es für mich jetzt kein klassischer Gourmand-Duft. Der Duft hat eine schöne Vanille mit drin, die den Duft abrundet und ich weiß, jetzt sage ich Kaffee, Vanille und jetzt meint vielleicht der oder die eine oder andere, ist doch irgendwie ein Gourmand, wartet ab, da habe ich auf jeden Fall auch noch mal was mit dabei. Der Duft ist mir ein bisschen zu blumig, als dass ich jetzt sagen würde, dass es ein Gourmand-Duft ist. Das ist wirklich ein schön intensiver, schön warmer Duft. Auch hier an der Stelle nochmal der Hinweis, also die Haltbarkeit von den Düften der Marke ist wahnsinnig lang. Also wirklich toll. Das hat man ja auch nicht mehr so oft und gerade bei so neuen Marken vielleicht auch nicht. Aber hier wirklich, die Haltbarkeit ist extrem lang, locker 6, 7, 8 Stunden, was ich für mich persönlich auch immer sehr wichtig finde, weil ich jetzt auch nicht immer nachspulen möchte. Der ist schön warm, schön intensiv, ist für mich auch ein Duft, den könnte man schön auch abends tragen, eben weil er so intensiv ist. Und er strahlt einfach diese Wärme mit raus. Wir haben hier auch eine kleine Sandelholznote mit drin. Die gibt so eine gewisse Sinnlichkeit mit rein, deswegen vielleicht auch die Farbwelt Rot. Also wirklich toller Duft, schön zu tragen, aber noch ein bisschen intensiver als der erste Duft, den wir gerochen haben. Wo ich doch gerade das Thema Gourmand-Duft angesprochen habe, kommt der nächste Duft genau richtig. Und zwar heißt der Exquise Tentation, also süße Versuchung. Und ja, das ist der Duft durch und durch. Hier nochmal die Vorderseite des Flakons, der aber relativ identisch bleibt, zumindest in der ersten Kollektion. Und hier nochmal das Aquarell-Farbbild, was die Marke mit auf den Weg gibt, hier in einem schönen Orange gehalten. Und das ist wirklich für mich persönlich ein ganz, ganz toller Gourmand-Duft, bei dem die Vanillenote definitiv im Fokus steht. Lasst uns auch hier mal gemeinsam dran riechen. Ja, schon im ersten Riechen haben wir auf jeden Fall die Vanille im Fokus. Wir haben die aber schön ergänzt durch eine Mandelnote, die rauskommt. Und im Duftverlauf muss ich sagen, der Duft ist echt schön süß. Der Vanilleakkord und auch die Mandelnote wird aber ergänzt durch Blüten. Wir haben hier Rose, Lilie und Iris mit drin. Die sind auch schon präsent im Duftverlauf.
Ja, aber was ich wirklich toll finde, ist, dass eben diese Vanillenote trotzdem noch da ist. Oftmals sind Düfte ja am Anfang sehr vanillig und es verfliegt sich dann und es ist nur noch irgendwie süß. Der Duft nicht. Vanille ist hier definitiv auch im Duftverlauf noch rauszuriechen. Der Duft ist auch deswegen ein Gourmand-Duft, weil wir haben hier einen Pralinenakkord mit drin. Das heißt, das unterstützt einfach nochmal dieses Gourmandige, nochmal dieses Süße, nochmal dieses vielleicht Gebäckähnliche. Der Duft ist wirklich intensiv. Für mich persönlich passen Gourmand-Düfte immer besser in die kältere Jahreszeit. Ich finde hier, dadurch, dass auch viele Blüten mit drin sind, kann der aber auch zu anderen Jahreszeiten getragen werden. Er ist aber definitiv intensiv, er ist wirklich auch absolut lang haltbar und die Silage ist hier auch wirklich, wirklich groß. Also das ist ein Duft, mit dem fällt man definitiv auf, aber will man ja vielleicht auch manchmal. Insofern, wenn du Gourmand-Düfte magst, wo schöne Blüten auch nochmal mit drin sind, wo sich alles rund um die Vanille abspielt, dann ist der Duft auf jeden Fall passend für dich. Lass uns zur zweiten Kollektion kommen. Das ist Opus oder Opus 2 und jeder dieser Düfte in dieser Kollektion ist mit Duftnoten aus dem Orient angehaucht. Das heißt, jeder der einzelnen Düfte hat so einen orientalischen Touch mit drin. Die Marke macht da eine Bildwelt auf, in der man sich eine Schlange vorstellen soll, die eben durch Flötengeräusche hypnotisiert wird. Wir haben hier sehr diffuse Bildwelten auch mit drin, so blurry Bildwelten. Also es ist wirklich eine sehr interessante Kollektion. Und für alle orientalischen Fans da draußen sind hier Düfte mit drin, die dir auf jeden Fall gefallen könnten. Der erste Duft aus der Kollektion, dessen Name ist wirklich schon Programm. Und zwar heißt der Duft Burning for Oud. Und wer hätte es gedacht? Oud spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Duft. Bevor wir aber drauf schauen, wie der Duft riecht, lasst uns mal ganz kurz den Flakon anschauen. Auch hier haben wir einen sehr minimalistischen Flakon, würde ich mal sagen. Ihr erkennt die Düfte aus der zweiten Kollektion immer an dem schwarzen Label. Davor hatten wir ja das weiße. Und hier werden jetzt auch keine Farbwelten auf der Rückseite des Labels aufgemacht. Es sei denn, die Farbwelten sollen immer schwarz sein. Das kann natürlich auch sein. Und der Name Burning for Oud ist auf jeden Fall Programm bei diesem Duft. Aber lass uns mal gemeinsam riechen. Ja, gleich im ersten Riechen Oud. Das Oud steht hier definitiv im Fokus. Wirklich schön holzig, schön prickelnd tatsächlich, denn der Duft ist echt besonders komponiert. Wir haben hier einen Ingwer mit drin, der wirklich von Beginn an schon so eine Schärfe mit reingibt. Und wir haben auch Pfeffer mit drin und die Kombination ist wirklich prickelnd scharf und das habe ich wirklich so davor noch nicht gerochen. Ist eine sehr interessante Kombination, dieses Oud mit dem Ingwer, der gleich mit rauskommt und dem Pfeffer. Ist wirklich prickelnd und wirklich auch so ein bisschen belebend, finde ich. Diese udige Note am Anfang wird nochmal ergänzt durch Amber, was da drin ist. Das so eine leicht süßlich-holzige Tendenz auch nochmal mit reingibt. Der Duft ist allgemein, finde ich, recht würzig, wahrscheinlich eben durch diesen Pfeffer und auch durch den Ingwer. Und der hat auch so eine leicht harzige Tendenz. Also wirklich schön. Ich dachte am Anfang, dass der Duft nicht alltagstauglich sei, weil wenn man den sprüht, der haut einen fast um. Der ist so intensiv, aber mit der Zeit entwickelt er sich wirklich wahnsinnig schön harmonisch. Und ich muss revidieren, das ist wirklich auch für mich ein Alltagsduft. Also der wird so schön angenehm, der hat so eine schöne Intensität dann mit der Zeit, dass man den meiner Meinung nach super auch im Alltag tragen könnte. Der nächste Duft hat auch ein schönes Wortspiel in seinem Namen und zwar heißt er Leather Black Night, aber mit dem Wortspiel Night, also Ritter und Night, Nacht. Ganz süße Idee eigentlich. Und auch hier wieder, wie es eben für die zweite Kollektion auch typisch ist, haben wir das schwarze Label. Und auch hier kann man ja anhand des Namens schon wirklich gut erkennen, um was für eine Duftnote es sich am meisten dreht. Und das ist definitiv Leder in diesem Fall. Ja, wir haben gleich von Anfang an natürlich Leder im Vordergrund, aber es ist für mich ein schöner Duft. Also Lederdüfte sind für mich oftmals zu intensiv, zu lederartig und ich will nicht sagen, dass hier das Leder nicht intensiv ist, das wäre nämlich absolut falsch, aber was den Duft so besonders macht, ist wirklich, dass dieser Lederduft für mich nicht kantig ist. In meiner Vorstellung oder in meiner Nase riechen Lederdüfte oft so ein bisschen kantig, kratzig
Und das ist bei dem Duft nicht der Fall, denn wir haben hier Irisbutter mit drin. Und das macht den Duft, finde ich, vor allem im Verlauf wahnsinnig geschmeidig. Und es rundet den Duft einfach schön ab. Und das ist aber definitiv ein Duft, der sehr, sehr präsent ist. Der ist da, schon beim ersten Sprühen, der ist wahnsinnig opulent, der nimmt echt viel Raum ein, finde ich. Also selbst wenn man den jetzt am Ende vom Raum aufträgt, glaube ich, man riecht ihn am anderen Ende des Raumes wirklich durch. Der setzt sich durch, der ist so ein bisschen dunkel, würde ich jetzt mal sagen, raumgreifend, opulent. Aber ja, für mich persönlich ein toller Lederduft. Durch diese Ledernote, die auch so ein bisschen rauchig ist, könnte man meinen, dass es ein reiner Männerduft ist. Ich glaube, der könnte wahnsinnig spannend auch an der Frau sein. Ich würde den jetzt nicht einem Mann ausschließlich zuordnen, wobei man das bei Lederdüften ja oft denken könnte. Ich glaube, der kann richtig spannend sein an einer Frau, weil er einfach so im Kontrast zu dieser femininen Seite ein bisschen steht. Ich glaube, das kann richtig, richtig gut rüberkommen. Auch der letzte Duft, den ich aus der Kollektion mit dabei ist, ist wirklich einzigartig. Oder hast du schon mal einen Duft gerochen, wo anscheinend Weizen und Heu mit drin sein soll? Ich noch nicht. Und zwar ist es der Tobacco Volute und das ist wirklich also eine spannende Kombination von den Ingredienzen, die da mit drin sind. Das habe ich davor wirklich noch nicht gerochen. Zu Beginn haben wir noch so eine kleine Cremigkeit mit drin durch die Tonkabohne, die da rauskommt. Ich für meinen Teil kann jetzt nicht sagen, wie Weizen riecht. Klar, ich kann an die Felder denken und denke da irgendwie so an getrocknete Weizenkörner oder wie nennt man das dann, Ähren vielleicht. Was aber daran vielleicht erinnern könnte, ist, dass der Duft, auch wenn der am Anfang durch diese Tonkabohne vielleicht eine kleine Cremigkeit mit drin hat, der wird so trocken. Also auch hier auf dem Duftstreifen ist ja schon eine Weile drauf. Das ist für mich ein absolut trockener Duft. Er erinnert mich an getrocknetes Heu, vielleicht auch eben getrockneten Weizen. Vielleicht ist es auch das, in welche Richtung das geht, aber ja, also das ist so ein interessanter Duft. Und was natürlich hier auch, was man an dem Namen nochmal mit raushört, ist auf jeden Fall der Tabak. Der spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle und ich muss sagen, dadurch, dass er eben auch so eine holzige Note hat, denke ich an so eine Zigarrenkiste, also so eine schöne Holzkiste, wo irgendwie die Zigarren drin aufgehoben oder aufbewahrt werden. Also dieses spröde Holz von dieser Schachtel oder von dieser Schatulle in Kombination mit dem Tabakgeruch, also das ist schon echt einzigartig und sehr interessant. Man könnte jetzt meinen, dadurch, dass ich so viel von trocken gesprochen habe, dass der Duft vielleicht nicht ganz so intensiv ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also obwohl er jetzt nicht diese riesen Cremigkeit bis zum Ende behält und eben so trocken und spröde irgendwie für mich wird, hat er trotzdem eine tolle Intensität. Also der ist da, der ist präsent und echt schön zu tragen. Das waren sie, die 6 Düfte, die wir jetzt neu im Sortiment haben von dieser tollen Marke. Ich finde, die sind allesamt wirklich sehr einzigartig. Und ich denke, ihr habt gesehen, wie unterschiedlich die 2 Kollektionen doch sind. Während die erste Kollektion wirklich so vor Emotionen sprüht und so unterschiedliche Emotionswelten aufmachen, ist die zweite Kollektion ein bisschen gedämpfter, ein bisschen dunkler, eben orientalischer angehaucht. Aber ich finde gerade diese Unterschiedlichkeiten in den 2 Kollektionen einfach wahnsinnig spannend. Deswegen hoffe ich, dass für dich auch ein Duft dabei war, der dich vielleicht interessiert und den du ausprobieren möchtest. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du einen von den Düften schon kennst oder wenn du ihn dann mal ausprobiert hast. Mich würde es wahnsinnig interessieren, ob sie dir genauso gut gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Ciao!